Hey, ich bin Andreas und ich möchte dir heute Alva vorstellen, meine neueste Entwicklung eines modernen Touren- und Seekajaks. Mein Ziel war es, ein Kajak zu entwickeln, das sich sowohl für ausgedehnte Touren, aber auch für die schnelle Feierabendrunde eignet. Ein Boot, das große Distanzen zügig zurücklegt, gleichzeitig aber komfortabel und kippstabil bleibt. Für Einsteiger ebenso wie für erfahrene Paddler. Alva ist in mehreren Abmessungen erhältlich und verbindet ein durchdachtes, sorgfältig ausgearbeitetes Design mit internationalem Designschutz. Jede Variante ist auf unterschiedliche Anforderungen abgestimmt, ohne dass der grundlegende Charakter des Bootes verloren geht. Das kürzere Modell beispielsweise ist ein sehr kippstabiles und wendiges Boot, während das längere und schmalere Modell eine hohe Reisegeschwindigkeit und große Zuladung ermöglicht. Mein Anspruch war es, all meine Erfahrungen der letzten Jahre in einem neuen Design zu vereinen und das Ganze designtechnisch so umzusetzen, dass es in der Stitch-and-Glue-Variante gebaut werden kann. Dieses ist auch ideal für alle, die zum ersten Mal ein Kajak bauen. Das Unterwasserschiff und der Bug wurde vollständig neu entwickelt und basiert auf zahlreichen Tests der letzten Jahre. Ein zentrales Entwicklungsziel war eine Form, an der sich weder Seegras noch Blätter verfangen. Gleichzeitig sollten die typischen Stärken des Reverse Bow, wie ruhige Bootsbewegungen und bessere Performance in Wellen, erhalten bleiben. Der verbesserte und markante Reverse Bow, ein sogenannter Wave Piercer, ist eines der zentralen Elemente des neuen Designs. In Kombination mit dem geraden Heck erzeugt er eine große Wasserlinienlänge, wodurch Alva effizient läuft und besonders in Wellen seine Geschwindigkeit besser hält. Statt sich stark anzuheben, schneidet der Bug ruhig durch die Welle, das reduziert Schaukeln und erhöht den Fahrkomfort. Oberhalb der Wasserlinie bietet die Form weitere Vorteile. Weniger Fläche bedeutet geringere Windanfälligkeit und die ansteigende Deckform sorgt dafür, dass weniger Wellen bis zum Cockpit durchschlagen. Das Resultat ist eine optimierte Bugform, die Effizienz und ein angenehm ruhiges Paddelverhalten miteinander vereint. Das Hauptaugenmerk lag auf einer deutlich gesteigerten Kippstabilität bei einem gleichzeitig schnelleren Rumpf. Um den besten Kompromiss aus Geschwindigkeit, Wendigkeit und Kippstabilität zu finden, habe ich zahlreiche Rumpfformen entwickelt und mittels numerischer Strömungssimulation getestet. So konnten viele Varianten im virtuellen Strömungskanal geprüft werden, bevor echte Prototypen und letzten Endes das fertige Design entstanden. Das Ergebnis ist eine deutliche Weiterentwicklung des Vorgängermodells und bleibt weiterhin ein garantierter Blickfang auf dem Wasser. Alva ist mit einem Multi-Knickspann-Rumpf ausgestattet, der in puncto Fahreigenschaften einige Besonderheiten aufweist. Der Multi-Knickspann kombiniert die Vorteile eines Knickspanns wie hohe Anfangsstabilität mit einer höheren Endstabilität und reduziert gleichzeitig den Widerstand im Wasser. Das Kippverhalten ist durch den weicheren Übergang deutlich besser einzuschätzen, wovon vor allem Einsteiger profitieren. Mit einer gelungenen Mischung aus Kippstabilität, Komfort und Geschwindigkeit ist Alvas Rumpf ein echter Allrounder auf dem Wasser. Das Deck wurde so gestaltet, dass es den Anforderungen eines modernen See- und Tourenkajaks gerecht wird. Durch die überarbeitete Volumenverteilung sollte das Deck flach gehalten werden. Besonders das Achterschiff ist jetzt noch niedriger, um weniger Angriffsfläche für Wind zu bieten und die Kenterrolle zu erleichtern. Das Vorschiff wurde so flach wie möglich gestaltet, ohne auf ausreichend Platz für die Füße zu verzichten. Zusätzlich sorgt das großzügige Cockpit für einen komfortablen Ein- und Ausstieg, ein echter Vorteil für große Paddler. Komm mit in meine Werkstatt und ich gebe dir einen kurzen Überblick über die Bauschritte, die dich erwarten werden.
Der Bausatz kommt mit einer anfängerfreundlichen Bauanleitung, die auch Erstbauer Schritt für Schritt ans Ziel bringt. Diese 4 Arbeitsphasen werden dich erwarten. Zuerst werden die CNC gefrästen Teile mit den Puzzleverbindungen auf volle Länge gebracht und mit Kupferdraht provisorisch verdrahtet. Schon nach diesen Arbeitsschritten sieht man, dass ein echtes Kajak entsteht. Dann werden die Nähte mit Epoxidharz fixiert, die Drähte entfernt und saubere Hohlkehlen mit Glasfaserband hergestellt. Anschließend werden Rumpf und Deck von innen laminiert und miteinander verbunden. Das Boot wird dann geschliffen, eventuell gebeizt und von außen noch einmal mit Glasfasergewebe überzogen. Zum Schluss wird noch der Feinschliff gemacht, lackiert, Sitz und weitere Komponenten eingebaut und Alba ist fertig. Nach erfolgreichem Bau steht ein Kajak in deiner Werkstatt, das leichter und steifer ist als die Serienboote, wunderschön aussieht und vor allem eins ist, wirklich deins, da du es selbst gebaut hast.